Was bisher geschah. Auf den letzten Drücker habe ich es mit der Fähre von Dänemark rüber nach Norwegen geschafft. Vom Südkap ging es erst rauf an den Lysefjord und auf der Fähre mit dem Chirag und dem Preikestolen vorbei an zwei der Hauptattraktionen Norwegens. In diesem Video folge ich dem Ryfylkewegen entlang imposanter Wasserfälle tiefer ins Inland. Am Abend möchte ich im Auerlandsfjell einen schönen Platz zum Wildcampen finden. Sonnenaufgang auf dem Ryfylkewegen. Es ist noch früher Morgen, als ich am nächsten Tag wieder im Sattel sitze. Und das ist auch nötig, denn ich habe heute einen langen Tag vor mir. Größtenteils folge ich heute dem Fylkesveg 13, einer Landschaftsstraße entlang der Fjorde. Erstes Zwischenziel sind dann die Wasserfälle auf dem Weg nach Odda. Kleiner Spoiler vorweg, es wird in dieser Episode sehr viele reine Fahrsequenzen geben. Aber wenn ihr es trotzdem bis zum Ende durchhaltet, dann verspreche ich euch, werde ich euch mit wunderbaren Landschafts- und Drohnenaufnahmen belohnen. Der heutige Tag ist geprägt von mehreren imposanten Wasserfällen. Alle paar Meter stürzt entlang der Straße von irgendeinem Felsen Wasser in jeder möglichen Menge runter. Und 3 der größeren Wasserfälle will ich euch hier mal eben vorstellen. Hier am Flesefossen mache ich mittags eine längere Rast. Meine Nudeln koche ich mit frischem Flusswasser, mit dem ich auch meine Wasserflasche wieder auffülle, und eine gute Stunde lang lasse ich hier einfach nur die Füße im Wasser baumeln. Ein gutes Stück nach Norden kommt man kurz vor Odda am Espelandsfossen und dem Lotefossen vorbei. Hier der eine, da vorne der andere. Diese Wasserfälle sind auf ihre eigene Art ziemlich einzigartig, denn sie integrieren sich perfekt in die Landstraße. Vom vollkommen überfüllten Parkplatz lauft ihr mitten über die vielbefahrene Straße, um während ihr Fotos und Videos macht, von der Gischt der Wasserfälle nass zu werden. Ach ja, und auf einmal fährt ein 40-Tonner nur 1 Meter an euch vorbei. Während ich am Flesefossen noch meine Ruhe hatte, wird man hier aber wieder von Touristen mit meist deutschen, dänischen oder niederländischen Nummernschildern totgetreten. Hinter Odda ist die Straße auf einmal so eng, dass 2 LKW kaum mehr aneinander vorbeikommen. Links ist der Fjord, rechts kommen die Berge. Und das, obwohl diese Straße die wichtigste Fernstraße der ganzen Gegend und entsprechend stark frequentiert ist.
In einer Stunde komme ich hier nur ca. 40 Kilometer vorwärts. Ich bin zwar nicht auf der Flucht, aber dieses Stop and Go zerrt doch gehörig an den Nerven. Leider merkt man hier bereits, dass die Linsenabdeckung von meiner Helmkamera beschädigt ist. Da ich mir die Videos aber leider unterwegs nicht angesehen habe, habe ich zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung davon. Erst am nächsten Tag bei Geiranger fällt mir auf, dass da irgendwas nicht stimmt. Ab dann sind die Bilder auch wieder klar und vor allem scharf. Bis dahin tut's mir leid, dass die Qualität jetzt ein bisschen leiden muss. Die LKW folgen später zum Glück einer anderen Route, sodass ich ab der imposanten Hardanger Brücke wieder freie Fahrt habe. Das Besondere hier, ihr fahrt von einem Tunnel direkt auf eine Brücke und von der Brücke direkt in den nächsten Tunnel ein. Im Inneren der Tunnel findet ihr außerdem Kreisverkehre, die durch ihr blaues Licht ein ganz besonderes Feeling erzeugen. Wenn die Norweger eine Sache können, dann sind es Brücken und Tunnel. Man sollte wirklich überlegen, ob man deutsche Autobahnbrücken nicht lieber von Norwegern bauen lässt, dann passiert wenigstens mal was. Kurze Zeit später verlasse ich aber schließlich die 13 und folge ab jetzt der E16 in Richtung Auerlandswangen. Hier war jemand bei der Namensgebung wirklich kreativ, denn von Auerlandswangen am Auerlandsfjord fahre ich jetzt rauf ins Auerlandsfjell. Die Straße hoch ins Fjell ist nichts für schwache Nerven. Mir hat eine Straße selten so viel Spaß gemacht, während sie mir gleichzeitig so einen Respekt eingeflößt hat. Auf einer Länge von ungefähr 10 Kilometern fahrt ihr konstant mit 10% Steigung, eine Haarnadelkurve folgt die nächste, die Straße ist eigentlich nur einspurig, aber natürlich in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Ich habe noch Glück, Gegenverkehr habe ich nur an den besonders breiten Stellen, denn ihr dürft nicht vergessen, zusammen mit den Koffern ist mein Motorrad genauso breit wie ein handelsüblicher Kleinwagen. Mit noch leicht weichen Knien komme ich oben schließlich am Stegastein an, einem tollen Aussichtspunkt über 1000 Meter tief in den Fjord. Wer noch ein bisschen Restmut übrig hat, der hat hier die Möglichkeit, sich am extra dafür schräg angebrachten Geländer ein wenig über den Abgrund zu beugen. Und zugegeben, die Aussicht ist auch die ein oder andere Nahtoderfahrung auf dem Weg nach hier oben wert. Ab dem Stegastein fahre ich jetzt den Snøvegen entlang, zu Deutsch der Schneeweg. Von Schnee ist hier im Spätsommer zum Glück nicht mehr allzu viel zu sehen, aber hin und wieder liegen noch so große Haufen am Wegesrand, dass ich mir gar nicht ausmalen möchte, was hier im Winter abgeht. Wer keine Lust hat, dem Schneeweg ca. 40 Kilometer über den Pass zu folgen, der hat Glück, denn direkt darunter führt mit 24,51 Kilometern der Lærdalstunnel als längster Straßentunnel der Welt einmal quer durch den Berg.
Da ich die letzten beiden Nächte nur auf Campingplätzen übernachtet habe, will ich die nächste Nacht unbedingt hier im Fjell zelten. Endlich finde ich einen geeigneten Platz und beginne mit dem Zeltaufbau. Doch ich bin nicht allein. An dieser Stelle möchte ich euch meine beiden neuen Freunde vorstellen. Na Kumpel? Ich habe schlechte Nachrichten, ich habe keine Kräuter für dich. Ist aber schön, dass du vorbeischaust. Ja, ich tu dir nichts. Keine Sorge. Du kommst nicht in die Suppe. Na, bei dir weiß ich's noch nicht genau. Na gut, du auch nicht. Da kommen eure Freunde. Ja, so viel zum Thema, ich baue jetzt in Ruhe mein Zelt auf. Die denken, in der Packtasche gibt es was Leckeres zu essen. Gibt's aber nicht. Tut mir leid. Da ist nur ein Zelt drin, das ist verdammt schwer verdaulich, wenn man Wiederkäuer ist. Als das Zelt dann schließlich steht und die Schafe weitergezogen sind, gibt es dann auch etwas zu essen. Aber nur für mich. Und damit endet auch der Tag, denn ich muss mich vor den Mücken mal wieder ganz schnell ins Zelt retten. Ihr erinnert euch, die fehlenden Touristen sorgen dafür, dass die verbleibenden Mücken noch einen Ticken aggressiver geworden sind als sonst. Im nächsten Teil besuchen wir die Gletscher an den höchsten Bergen Skandinaviens im Jotunheim Nationalpark und fahren weiter bis an den berühmten Geiranger Fjord im Land der Trolle. Also bis in 14 Tagen mit Teil 3, nicht verpassen. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Like oder einen Kommentar da und ansonsten bis zum nächsten Mal.